Maschinenbau ist eigentlich schon die Spitze des Maschinenbaus. Und wir können es eben in unglaublich kurzer Stückzeit. Der Mehrspindler ist ein reiner Kostenknacker. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe rund um innovative Lösungen und Fertigung. Wir sind heute zu Gast bei der Firma Schütte hier in Köln. Und die Firma Schütte ist ein Traditionsunternehmen und Spezialist für Schleifmaschinen und Mehrspindeldrehautomaten. Heute bin ich hier mit Martin Welker und er führt das Unternehmen in 4. Generation. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf, Herr Welker. Sie haben eine Ausbildung zum Maschinenschlosser gemacht und danach ein Studium Wirtschaftsingenieurwesen, habe ich gesehen. Verraten Sie mir Ihren Berufswunsch in Ihrer Kindheit. Wollten Sie das immer schon werden oder gab es was, wo Sie sagen, eigentlich wollte ich was ganz anderes machen? Ich wollte Geschichtsprofessor werden. Also das hat sich familiär so ergeben. Meine Grundausrichtung war, so habe ich auch angefangen, nach der Schlosserlehre zu studieren, war Geschichte und Psychologie. Gut, und was hat Sie dazu bewogen, das nicht zu machen? Also warum haben Sie sich dann für was anderes entschieden? Das war ein Todesfall in der Familie, der es nahelegte, dass ich hier ins Unternehmen eintrete. Und dann habe ich mich erst mit ein bisschen Mühe mit dem Maschinenbaustudium angefreundet, aber am Ende habe ich Spaß dran gefunden. Ja? Das ist kreativ und es begleitet mich bis heute entdeckt man immer wieder neue Facetten. Okay, jetzt haben Sie gerade gesagt, das macht Ihnen Spaß und ich höre das bei Ihnen raus, dass Ihnen das auch weiterhin Spaß macht. 92 sind Sie bei Schütte eingetreten und 1993 haben Sie die Geschäftsleitung übernommen, also schon eine lange Zeit. Was treibt Sie jeden Tag an? Haben Sie weiterhin Spaß, Begeisterung oder sagen Sie, oh, jetzt bin ich irgendwie auch mal müde? Also ich glaube, ich darf von mir sagen, ist manchmal auch müde, aber man muss mich jetzt nicht zur Arbeit treiben. Es gibt so viele tolle Themen im Rahmen dessen, was wir machen, ob das die Kundenbeziehungen sind, ob das Themen sind, wo man sich mit der allgemeinen Politik und der Wirtschaftslage auseinandersetzt, bis hin zu den ganzen technischen und entwicklungstechnischen Herausforderungen. Das macht schon Spaß. Das macht Spaß, gut. Jetzt haben Sie gerade auch schwierige Themen in Ihrer Branche angesprochen, kann ich mir vorstellen. Sind das Themen, wo Sie sagen, das betrifft Sie auch privat oder wie sieht bei Ihnen so der perfekte Feierabend aus? Wie schalten Sie ab? Was macht Ihnen nach Feierabend Freude? Also meine Frau würde jetzt behaupten, ich schalte nie ab, aber ich selber schon meine Rückzugsräume und dann, ob man dann ein bisschen Sport macht, hat abgenommen, sehr stark abgenommen. Früher war ich ein begeisterter Surfer und mittlerweile stelle ich fest, wenn ich aufs Brett gehe, ist das eine sehr schlechte Performance. Okay. Aber Golf und Tennis gehen noch und was sonst nutze ich eigentlich meine Freizeit, um mich mit meinem Thema Kunst zu beschäftigen. Okay. Und das macht mir auch nach wie vor viel Spaß, aber es kommt zu kurz. Die Firma Schütte ist ein Traditionsunternehmen, das habe ich auch direkt gesagt und das sieht man auch in Ihren tollen Räumlichkeiten hier, also hier wird Tradition gelebt. Köln ist natürlich auch sehr traditionell im Bereich Karneval. Wie stehen Sie denn zu dem Thema Karneval? Naja, ich bin da natürlich familiär vorbelastet. Mein Vater war Prinz Karneval, mein Onkel war Prinz Karneval. Der Mann meiner oder der Vater, wie sagt man denn dann, der Schwiegervater war auch Prinz Karneval. Insofern haben wir da also eine sehr, sehr lange Familientradition. Ich selber bin im Großen Senat. Und auch wenn ich heute am Straßenkarneval, dieses Jahr bin ich wieder mal im Zug mitgegangen, aber am Straßenkarneval jetzt nicht mehr so häufig teilnehme, war ich bis zu meinem 40. Lebensjahr bis zur Unkenntlichkeit verkleidet ständig unterwegs. Und dann haben Sie das Thema und dann Karneval? Wurde das ruhiger und dann habe ich persönlich die Karnevalszeit sehr häufig genutzt, wenn hier alles auf den Tischen steht, nach Amerika oder Asien zu fahren und dort neue Märkte zu erobern. Spannend. Nochmal zurück zu Ihrem Unternehmen. Sie sind ein weltweiter Hersteller für Werkzeugmaschinen. Welches Bauteil bringt für Sie ganz persönlich die Faszination vom Maschinenbau wirklich auf den Punkt, wo Sie sagen, da geht mir das Herz auf? Gibt es ein Bauteil? Da gäbe es wahrscheinlich zu viele, aber ein schönes Bauteil ist mit Sicherheit ein Bohrer. Der ist für uns ein Bauteil, weil wir ihn auf der Maschine herstellen. Er ist ein Werkzeug, was man in einer Werkzeugmaschine braucht. Und er ist universal, weil Sie ihn
vom Handwerker bis hin zur Hochtechnologie überall einsetzen können. Also, und es ist ein technologisch hoch herausforderndes, nicht nur vom Werkstoff, sondern auch von der Form, von der geometrischen Form, von der Genauigkeit sind Bohrer schon ein herausforderndes Bauteil. Und insofern glaube ich, dass das ganz gut repräsentiert. Aber ich könnte Ihnen auch ein Knie nennen oder andere Dinge, die mir einfielen. Es ist ja so, dass nichts, aber auch nichts in unserer modernen Welt geht ohne Werkzeugmaschinen. Insofern sind natürlich die Bauteile, die wir kennen und die wir bearbeiten, von den Zündkerzen über die Kugellager bis hin zu irgendwelchen Hüften, sind natürlich universell im Alltag eingesetzt. Finde ich super spannend, vor allen Dingen den Bereich Medizinprodukte. Sie haben es schon angesprochen. Das hat ja schon auch eine wahnsinnige Bedeutung allein für die Gesundheit. Spielt sicherlich für Sie auch eine Rolle. Ja, also noch sind meine Knochen original, aber sonst, klar spielt das. Das wissen, also wollte ich gerade sagen, wir wissen alle nicht, was kommt, aber ist natürlich eine spannende Branche. Soweit. Es ist eine wachsende, mit einer wachsenden, älter werdenden Bevölkerung, ist auch eine soziale Aufgabe, die Produktivität in diesem Bereich und damit die Versorgung mit günstigen Produkten zu erhöhen bzw. sicherzustellen. Und da freuen wir uns, dass wir da tüchtig mitwirken können. Herr Welker, ich glaube, dass Sie ein Mann von ganz schnellen Entscheidungen sind. Ach du lieber Gott. Ich glaube schon. Wir kommen jetzt nämlich in unsere Kategorie Entweder oder. Also ich nenne Ihnen 2 Begriffe mit dem Wort oder dazwischen und Sie sagen mir, was Sie anspricht. Berge oder Meer? Berge. Kaffee oder Kölsch? Kaffee. Frikadelle oder Flöns? Bulette würde man in Köln sagen, also Frikadelle. Oh, okay. So, digitaler Terminkalender oder analoger Arbeitsplaner? Mittlerweile digitaler Terminkalender. Ich habe mich sehr schweren Herzens von meinem analogen Papier verabschiedet, aber mittlerweile geht es nicht anders. Okay, vielen Dank. Sehr, sehr spannend. Ich habe Ihnen gesagt, so ein bisschen habe ich mich mit Ihnen beschäftigt vorher. Ich habe mir einige Themen von Ihnen natürlich angeschaut. Ich bin beeindruckt. Und zwar geht es bei Ihnen immer wieder in der Produktivität um 2 Stichwörter. Kostendruck und oder Volumendruck Ihrer Kunden. Was bedeutet es denn für Sie ganz persönlich, wenn Sie so ein komplexes Bauteil wie eine E-Bike-Radnabe in unter 2 Minuten vollständig hergestellt wird? Was bedeutet das für Sie? Ist das für Sie normal geworden, dass Sie sagen, so, das ist so? Oder sagen Sie immer noch, wow, totale Begeisterung? Also das kommt auf das Teil drauf an, aber manchmal ist es nur das Bauteil, manchmal ist es tatsächlich die ganze Prozesskette, die man verkürzen kann. Ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal irgendwann Anfang der 90er Jahre in Amerika war und die Knieproduktion gesehen habe, da war die Durchlaufzeit von einem Knie waren 26 Wochen und da waren 28 Arbeitsschritte drin. Und wir haben davon 16 Arbeitsschritte rausgenommen und die in 46 Minuten auf unserer Maschine komplett gemacht. Dann sitzt man natürlich noch Jahre später da und sagt, wow, wie hat man das hinbekommen? Und natürlich im Detail dann, wenn man so eine Radnabe sieht und dann sagt, Menschenskinder, die läuft jetzt, und ich kann da eine schöne Geschichte zu in Taiwan erzählen, die läuft jetzt eben in 110 Sekunden oder so über die Maschine, dann ist das natürlich schon was, wo man sagt, guck dir mal an, wie die vorher lief und was wir heute da machen. Ist es für Sie vielleicht auch nochmal ein Antrieb zu sagen, das geht noch schneller, es geht noch unter 2 Minuten? Naja, also wir haben Kunden, die sagen uns, für jede Zehntelsekunde, die du auf deiner Maschine schneller bist, zahlen wir dir 100.000 für deine Maschine mehr. Also dann sehen Sie mal, in welchen Zykluszeiten wir da rechnen und dass uns auch die Verantwortung auferlegt wird, diese Zehntelsekunde dann zu erreichen. Ja. Und kalkulieren Sie mal Werkstoff, Werkzeuge, Öleinfluss, Thermik auf Zehntelsekunden genau. Ja, das macht auf jeden Fall einen großen Anreiz bei der Summe, die Sie mir gerade genannt haben. Ich glaube, da würde ich heute Nacht drüber schlafen, über das Thema. Wie kriegen wir es noch ein bisschen schneller? Auf der AMB haben Sie bereits über diese Radnabe gesprochen.
Was sagen Sie, warum ist das aus Ihrer Sicht das ideale Schaubild für die moderne Mehrspindelfertigung? Ich weiß gar nicht, ob es das ideale Schaubild ist, aber eine Radnabe ist eben, wie wir vielleicht vorhin schon beim Rundgang angesprochen haben, wir können ein so komplexes Bauteil können wir ohne konstruktive Zusatzarbeiten einfach so auf unserer Maschine machen und wir können es eben in unglaublich kurzer Stückzeit, also das kürzeste, was wir sonst vorher auf dem Markt gesehen haben, war 4-mal so lang. Und das ist eigentlich das Beeindruckende hier an der Radnabe. Da wird gefräst, da wird gedreht, da wird gedrückt, hier vorne gebohrt natürlich, aber eigentlich ist das ein Standardteil. Es sieht jetzt nur mal ein bisschen besonders aus. Haben Sie aus Ihrer Sicht noch ein Kundenprojekt im Kopf, wo Sie sagen, das war für mich irgendwie nochmal so ein Highlight in meiner Laufbahn zu dem Thema, wo Sie sagen, da war ein Kunde, der hat was ganz Besonderes aus Ihrer Sicht gemacht? Jetzt mit den Radnaben? Ja. Naja, mein Thema beginnt eigentlich sehr früh, als wir in Taiwan waren und dann gesehen haben, dort ist ein Großteil der Fahrradindustrie angesiedelt, wie man solche Radnaben in großen Teilen von Taiwan noch hergestellt hat. Und das war also teilweise ich würde mal sagen, eine Mischung aus Primitivmaschinen und Handarbeit. Und als wir denen dann gesagt haben, Mensch, wir können das auf unserer Maschine machen und wir können das in der Geschwindigkeit, die haben mich fast rausgeschmissen, Ja? weil sie gedacht haben, ich wäre ein Hochstapler. Ich schätze Sie so ein, Herr Wecker, Sie saßen im Flugzeug und haben schon überlegt, wie kann ich das machen? Ehrlich gesagt, ich habe nur mit meinen Technikern telefoniert. Die haben sich das Okay, aber direkt aktiv geworden. Ja, okay. Ihre Firma stellt seit 140 Jahren Schleifmaschinen her und ich vermute mal, ganz vieles hat sich in 140 Jahren einfach weiterentwickelt. Die Dynamik in Ihrer Branche ist hoch. Können Sie uns kurz die Besonderheiten von dieser Maschine erklären? Das ist das wirklich Besondere auf den Punkt. Ja, Schleifmaschinen, erstmal, wir bauen Werkzeugschleifmaschinen, was nicht ganz stimmt. Wir nennen es Werkzeugschleifmaschinen. In Wirklichkeit sind es 5-Achs-Schleifmaschinen, die auch Produktions- oder Medizinteile machen. Aber die Herausforderung liegt im Prinzip darin, 5 Achsen in höchster Genauigkeit simultan laufen zu lassen, ähnlich wie bei einer Fräsmaschine, nur jetzt mit Bearbeitungskörpern, also Schleifscheiben, die deutlich schwerer sind, deutlich vibrationsanfälliger sind etc. und doch dann es zu schaffen, im Mühbereich Werkzeuge zu schleifen. Denn die Genauigkeit am Ende des Werkzeugs bestimmt die Genauigkeit des Produktionsprozesses. Wir müssen also immer eine Dimension genauer sein als der anschließend mit dem Werkzeug gefertigte Prozess. Genauigkeit ist in Ihrer Branche super wichtig. Die Schleifmaschine, wo findet die größte Anwendung? Also in welchem Bereich? Also immer noch bei den Werkzeugen. Ich würde mal sagen, das macht bei uns so 60% aus. Und dann kommen Medizinalprodukte, die machen vielleicht 10-20% aus. Und dann kommen viele unterschiedliche Freiformen, sei das für den Formenbau. Neulich haben wir für die Schuhindustrie was geliefert. Da werden dann die Sohlen, die Formen zur Herstellung von Sohlen für Sportschuhe gemacht etc. Also da gibt's ganz, ganz unterschiedliche Anwendungen. Haben Sie so für sich nochmal so ein Traumprojekt, wo Sie sagen, da könnte die Maschine nochmal eine tolle Anwendung finden in der Zukunft? Können Sie uns das verraten? Ja, also ich glaube ja, dass der Trend zur Genauigkeit weiter anhält und wir müssen, also meine Hoffnung ist, dass wir, und das versuchen wir gerade mit einem Modell, dass wir den Kraftfluss nochmal so verkürzen können, dass die Fremdeinflüsse, die auf Genauigkeit einen Einfluss haben, dass die reduziert werden. Und da sind wir gerade dran und da hoffe ich, dass wir relativ bald Ergebnisse sehen. Gibt es aus dem Bereich irgendwelche Synergien zum Mehrspindeldrehautomaten? Nein, ja, in dem Sinne, dass man sagt,
beides sind Maschinen, in beiden brauche ich die Steuerung, in beiden brauche ich eine Softwareintelligenz. Die Fertigung hat viele Synergien. Vom Vertriebsweg ist es schon sehr, sehr unterschiedlich und ich erinnere mich noch an einen Vertreter eines sehr, sehr großen Werkzeugmaschinenunternehmens, der sagte, ich kriege schon kaum Drehen und Fräsen miteinander verbunden, wie Sie Drehen und Schleifen unter einen Hut bringen, ist mir völlig schleierhaft. Aber bisher ist es uns gelungen und da wollen wir auch Da bleiben Sie, da bleiben wir dran, genau. haben Sie da ein Herzensprojekt, Drehen oder Schleifen? Für Sie selber? Gibt es irgendwas, wo Sie sagen, da brenne ich mehr für oder sagt man, ich mache beides gleich? Naja, der Mehrspindler ist die aufregendere Maschine. Der Mehrspindler ist das absolute Maximalprodukt, was Sie sich im Werkzeugmaschinenbau vorstellen können. Und der Werkzeugmaschinenbau ist eigentlich schon die Spitze des Maschinenbaus. Jetzt haben Sie eine super schöne Überleitung geliefert. Ich würde gerne ganz kurz doch noch mal was Persönliches fragen bei Ihren Ausführungen. Ich finde das super spannend. Macht das auch was mit der Branche, immer schneller werden zu müssen? Weil wir sprechen ja jetzt hier über Zeiten, die man ja kaum fassen kann. Also wir sitzen hier und sprechen und in der Zeit passiert so viel. Macht das was mit der Branche oder vielleicht auch mit Ihnen, wo Sie sagen, es muss immer schneller werden? Naja, also ich versuche jetzt nicht von der Geschwindigkeit eines Mehrspindlers sich notwendigerweise durchstechen zu lassen, aber natürlich, letztendlich ist es ja nicht die Geschwindigkeit als Selbstzweck, sondern die Geschwindigkeit, um Kosten zu sparen. Ja. Und dieser Druck wird aufrechterhalten werden. Und wenn wir mal sehen, wie sich die Weltkarte aufteilt und wie die Lohnverhältnisse in anderen Gegenden sind, dann ist klar, dass auch nicht nur auf die deutsche, die europäische Industrie der Druck auf die Kosten, der wird anhalten und dafür müssen sie Lösungen finden. Und der Mehrspindler ist ein reiner Kostenknacker. Ein Mehrspindler kann nichts, was andere Maschinen nicht auch könnten. Er kann es nur schneller und produktiver und manchmal durch die vielen Gleichteile auch genauer. Okay. Vor 15 Jahren hat Schütte ein Patent erworben, bekannt als Problemlöser für die Rückseite. Was macht dieses Konzept so einzigartig? Das Patent habe ich nicht erworben, sondern das haben wir entwickelt. Und also wir haben es patentieren lassen. Und die Rückseite, um die es da geht, das ist letztendlich der Mehrspindler, hat vorne eine Trommel und Sie können auf der Vorderseite besonders viel bearbeiten, während Sie hinten mit lediglich früher nur einer Spindel sehr eingeschränkt waren. Und dieses, ich sag mal, Produktionsdilemma, das haben wir aufgelöst, indem wir eben hinten 3 vollwertige Spindeln zum Einsatz bringen und es geschafft haben, und darin liegt jetzt der Clou, die Genauigkeit von einer Lage oder von der Vorderlage in die Hinterlage zu gehen und dann von Lage zu Lage auf der Rückseite zu arbeiten, dass wir diese Genauigkeit durch ein ganz bestimmtes Spannensystem, was wir dann patentiert haben, zu revolutionieren. Wahnsinn. War Ihnen schnell klar, dass Sie da etwas entdeckt und entwickelt haben, was Sie patentieren lassen müssen? Weil ich glaube, das ist ja schon was, das machen Sie ja jetzt nicht mal eben so, sondern Ihnen muss ja bewusst gewesen sein, okay, das ist ein Wettbewerbsvorteil. Naja, wir haben gezielt auf diesen Wettbewerbsvorteil hingearbeitet. Ehrlich gesagt, ich hatte lange Zweifel, ob das überhaupt geht. Und es waren dann Monate, wenn nicht jahrelange Erprobungsphasen, die uns dahin gebracht haben, ein System immer weiter zu optimieren, auch mal in eine Sackgasse zu laufen, wieder zurückzugehen und nochmal einen neuen Aufschlag zu machen. Und insofern war das jetzt nicht, das war gewollt und es hat am Ende zum Erfolg geführt. Scheint der richtige Move für Sie gewesen zu sein. Ansonsten hätten es wahrscheinlich die anderen Wettbewerber kopiert. Naja, die Patentierung war dann sozusagen der Schlussstrich. Es gibt mittlerweile eine Menge Lösungen, mit denen man auch versucht, die Rückseiteneinschränkungen des Mehrspindlers zu überbrücken. Aber ich sag mal, keine ist so schnell, so genau und so elegant wie unsere. Okay. Gut. Mehrspindler, ich merke schon, da brennen Sie für. Also ich höre das raus. Wir haben leider nur die 1 Stunde. Genau, wir haben das Thema näher beleuchtet. Wir kommen jetzt nochmal zu dem Anwendungsfall, nämlich zu der Radnabe. Und zwar, was ist aus Ihrer Sicht vielleicht ganz kurz wirklich das Besondere in der Produktion bei der Radnabe?
Naja, tatsächlich die Geschwindigkeit. Also wenn Sie Okay. sich vorstellen, dass Sie dieses Teil komplett, so wie es hier ist, innerhalb von, das wird ja nicht auf einem Mehrspindler, sondern in diesem Fall auf einem beziehungsweise Zweispindler gemacht, dieses Teil in, glaube 118 Sekunden rufen wir zurzeit auf. Unser Kunde ist schon wieder ein Stück weiter runter. Der optimiert natürlich auch weiter. Aber dieses Teil in so kurzer Zeit zu fertigen, ist natürlich schon eine Ansage. Wie viele Arbeitsschritte sind nötig? Können Sie das aus dem Kopf sagen? Naja, innerhalb der Maschine ist das relativ einfach. Sie haben 6 Revolver mit 3 Werkzeugen, also da haben Sie 18 Werkzeuge drin, dann haben Sie dieses Teil komplett. Dahinter kommt natürlich dann noch für die Lagersitze kommen dann Schleifarbeiten und dann kommt auch noch ein Bronierungsprozess. Also das heißt, die gesamte Prozesskette ist etwas länger, aber bei uns sind das 16 Arbeitsschritte. Scheint auf jeden Fall etwas zu sein, wo Sie sagen, das ist schnell und effizient. Aber was ist die größte Herausforderung oder was sagen Sie ist die größte Einschränkung bei der Herstellung? Ja, die Herausforderung ist Gott sei Dank bei diesem Teil überschaubar. Die Spänemenge, wir machen das Ding ja von der Stange und dann sehen Sie ja, wie wenig von der Stange übrig bleibt. Riesenloch drin und dann wird der ganze Umfang da weggefräst oder weggedreht. Ansonsten ist es die Genauigkeit der Rundläufe und der Lagersitze. Also wir fertigen das Teil schon so, dass die Schleifarbeit minimiert wird und wahrscheinlich wird sie in Zukunft wegfallen. Also das heißt also, die Genauigkeit im Inneren ist die große Herausforderung, wenn man es technologisch nimmt. Okay. Herr Welker, falls wir uns noch mal sehen, vielleicht in 1 Jahr oder 2, dann will ich wissen, wie sich das Produkt weiterentwickelt hat. Versprechen Sie mir das? Ja, wir behalten das auch im Auge. Wird auch nicht die letzte Maschine sein, die wir in dem sehr, Bereich sehr liefern. spannend. Welcher Maschinentyp wird für die Fertigung genutzt? Für dieses ist es eine ECX, also ein Einspindler, den wir als Derivat aus unserem Mehrspindlerprogramm entwickelt haben, für eigentlich im Auftrag eines Kunden, der uns dafür einen Großauftrag gegeben hat. Und dann haben wir gesagt, gut, bei so vielen Maschinen gehen wir in die Entwicklung rein. Ich springe eine kurze Frage. Sie sagten gerade Kunde. Können Sie sagen, wie viele Kunden Sie in dem Bereich haben? In dem Bereich Ja. gar nicht so viele. Das sind nein, die Welt im Fahrradbereich, die ist relativ weit beschränkt. Also ich sag mal 20 große Spieler und von denen sind vielleicht 5 oder 6 zurzeit unsere Kunden. Okay. Vielleicht nochmal bei der Ratnabe, wir haben gar nicht über das Material gesprochen. Welches Material wird eingesetzt bei der Ratnabe? Das ist Aluminium. Das ist legiertes Aluminium, aber relativ ordentlich zerspannbar. Okay. Wie erfolgt die Materialzufuhr bei dem? Ist eine Stange. Man könnte das Teil auch von Futter machen. Also unter energetischen Gesichtspunkten wäre das vielleicht sogar naheliegend, aber es wird zurzeit von der Stange gefeedigt. Also Sie schieben hinten eine 4 Meter Alustange rein und vorne kommen schöne Teile. Sehr schön. Jetzt kommt auch noch mal etwas von mir, und zwar das Thema Marktumfeld und Strategie. Ich meine, die Welt verändert sich und nicht alles läuft positiv in verschiedenen Branchen. Und auch in Ihrer Branche haben Pessimisten für das Jahr 2025 einen weiteren Produktionsrückgang in der Branche vorhergesagt. Eine große Herausforderung, ich denke sicherlich auch für die Firma Schütte, vielleicht auch für Sie wahrscheinlich. Wie überzeugt die Firma Schütte trotz Marktdruck mit Qualität und Prozessintelligenz? Was tun Sie, um diesem Marktdruck standzuhalten oder auch zu sagen, wir positionieren uns ganz klar im Bereich Wettbewerb, Auslandsgeschäft? Naja, eigentlich bleibt die Formel gleich, egal ob die Konjunktur gerade gut oder schlecht läuft. Sie müssen nah an den Kunden sein. Sie müssen verstehen, was sie umtreibt. Und dann müssen sie sich gezielt die Produkte raussuchen, die für ihre Maschine interessant sind oder umgekehrt hinhören und sagen, wollen wir dafür eine Maschine entwickeln oder zumindest weiterentwickeln oder einen Prozess entwickeln oder eine Software entwickeln. Stresst Sie das teilweise, wenn Pessimisten sagen Marktrückgang und alles wird schlechter? Sagen Sie, das stresst mich, oder blenden Sie das in dem Moment aus und sagen, das wird uns gut gelingen in der Zukunft, stabil zu bleiben? Ja, also ich will mal so sagen, Marktgeschehen stresst immer mal wieder, aber ich bin jetzt
33 Jahre im Geschäft. Und da hat man schon so ziemlich alles gesehen. Auch die ganzen Weltuntergänge sind an einem vorbeigezogen. Und da mache ich mir jetzt also wirklich nicht so große Sorgen. Meine Aufgabe ist, dieses Unternehmen stabil aufzustellen. Und ich glaube, das ist uns gelungen. Wie bei Schütte heißt es seit Generationen, solide in der Bilanz, innovativ in der Technik. Und das versuchen wir weiterzuführen, auch in der 5. Generation. Wo Sie sagen, das lernt man vielleicht auch über die Jahre, Dinge auszuhalten, weniger darauf zu reagieren und zu sagen, es wendet sich auch zum Guten. Ja, ich glaube, man muss an dem Guten arbeiten. Ja. Das wendet sich nicht zum Guten. Passiert nicht von alleine, ne? Man muss dranbleiben und und dann machen wir auch Fehler. Also manchmal laufen wir auch in die falsche Richtung. Aber insgesamt ist uns das ganz gut gelungen. Wollen Sie mir noch mal ein bisschen was verraten zur Rolle der Energieeffizienz hier in Ihrem Unternehmen? Sind Sie gut aufgestellt oder sagen Sie, da wollen Sie auch noch besser werden, mehr dran arbeiten an dem Thema? Also wo wir leider gar nicht so gut aufgestellt sind, ist nicht die Energieeffizienz an sich, sondern deren Dokumentation. Da stelle ich immer wieder fest, da sind wir dann im Bereich der Bürokratie, da kann man sich wirklich nur ärgern, was da alles heutzutage abverlangt wird und jeder hat ein anderes System und jeder hat einen anderen Fragekatalog und überall muss man einen dran setzen, der das beantwortet. Aber was die eigene wir haben schon sehr, sehr früh auf Blockheizkraftwerke gesetzt. Wir haben sehr früh isoliert. Wir haben sehr früh angefangen, wie soll ich sagen, mit Wasser, Dampfheizsystem etc. energieoptimiert zu fahren. Wir hatten einen eigenen Brunnen, das hat natürlich auch beim Wasserverbrauch etc. beziehungsweise der Aufbereitung des Wassers, die wir dann vorgenommen haben, geholfen. All das spielt da rein. Jetzt gerade planen wir eine größere Solaranlage. Energetisch sind wir ordentlich unterwegs. Wer diese Hallen hier sieht, gut, kann man sich jetzt über die großen Fenster beschreiben, aber die Wände sind 1 Meter dick, da isoliert auch schon ganz gut. Haben Sie einen Wunsch an die Politik? Boah, also erst noch jetzt Abend ein. Da würde ich sagen, arbeitet mal so schnell wie ein Meerspindler, da ist schon sehr gut. Okay, das nehmen wir mit. Wir kommen aber direkt zur nächsten Kategorie, und zwar Wandel und Trends, und zwar ungeplante Ausfälle und Qualitätsmängel sind in der Fertigung kostspielig und natürlich zeitaufwendig. KI ist in aller Munde. Wie stehen Sie zu der KI in der Zerspannung? Ist das Realität? Ist das Hype? Ist das, was Sie wollen, oder sagen Sie, brauchen wir nicht? Naja, also KI ist mir jetzt hier viel zu breit besetzt. Wir werden in der Fertigung genauso wie in allen anderen Bereichen aufgrund der enorm gestiegenen Rechnerleistungen einfach mehr Digitalprodukte einsetzen. Darüber werden wir über die geschaffenen Daten oder gewonnenen Daten werden wir Algorithmen legen. Und wenn wir dann Glück haben, können wir diese Algorithmen aus sich selber weiterentwickeln. Da sehe ich jetzt die Fertigung gar nicht so on the forefront, sondern da sehe ich mehr beispielsweise in der Softwareerstellung, beispielsweise in Prüfzyklen, bei der Messtechnik, die immer wichtiger wird. Dort sehe ich die KI schneller voranschreiten. Sie wird am Ende, werden wir uns solchen Hilfsmodellen überall betätigen. Das geht ja schon los, wenn Sie heute Bericht schreiben oder sonst wo, dann lassen Sie den immer zu GDP laufen und so weiter. Ich meine, das ist ja auch kein Hexenwerk. Und insofern, ich sehe das als Unterstützung. Ich sehe, dass es kommen wird. Für die Werker dort ist natürlich die Frage, wie weit wir die Daten überhaupt verwenden können, ein enormes Thema. Also wenn Sie tiefer in die KI reingehen, ist es problemlos möglich, jeden vor Steuerungsfehlbedingungen zu schützen. Dann müssen Sie aber eine Historie über eine Person anlegen, die Sie aus Datenschutzgründen nicht. Ich wollte gerade sagen, es lag mir auf der Zunge Datenschutz. Ich glaube, das ist nochmal ein separates Feld. Aus Ihrer Sicht, was ist das wichtigste Innovationsfeld in der Zukunft in Ihrer Branche?
Haben Sie eine Vision oder wo Sie sagen, das ist das Innovationsfeld, was wir besetzen werden? Also ich glaube tatsächlich, dass die aus der Steuerung herauskommt. Gar nicht. Also wir werden die Mechanik, also die Physik noch versuchen weiter auszutricksen und noch weiter mit unserem Erfahrungswissen die Mechanik zu verbessern. Aber die wirklichen Fortschritte werden aus der Steuerung kommen und dann natürlich auch der darauf laufenden Software, bis hin zur sprechenden Maschine, wo sie dann auch keine Kabel mehr ziehen müssen und so weiter und so fort. Okay. Wo sie das also quasi wie Bluetooth machen. Das ist sicherheitstechnisch heute gar nicht möglich. Da müssen andere Frequenzbänder entwickeln und. Aber theoretisch vorstellbar ist das alles. Ja, Herr Welker, die Zukunft findet schon in Ihrem Kopf statt. Ich höre, was Sie sagen und unglaublich. Auch damit, die EMO wird 50 in diesem Jahr und Sie sind Generalkommissar von der Messe in Hannover. Technische Innovationen werden auf jeden Fall im Fokus stehen. Wird es denn von der Firma Schütte wieder um die Radnabe gehen oder wird es eine Messeneuheit geben, wo Sie sagen, das wird unsere Besucher noch mehr überraschen? Also wir setzen nicht auf einen Teil. Die Radnahme war jetzt ein nettes Beispielteil. Wir werden ein anderes schönes Teil zeigen. Aber wir setzen auf Prozessintegration. Das ist das, was wir auf der Messe zeigen werden. Wir werden neue Anwendungsfelder zeigen. Auf Meerspindlern beispielsweise gehen wir hin und zeigen Wirbeln und Wälzfräsen und Polygondrehen und all solche Dinge, die sich in den letzten Jahren auch mit Softwareentwicklung enorm verbessert haben. Und bei den Schleifmaschinen, da sind vor allen Dingen die Weiterentwicklung unserer Software selbst ist ein großes Thema. Also das werden wir da auch vorstellen. Die Messebesucher werden schon neue Innovationen sehen und eine Veränderung oder eine Verbesserung sehen. Also als EMO-Kommissar muss ich darauf bestehen, dass alle unsere Aussteller Neuigkeiten zeigen. Also da gehe ich auch fest voraus. Dafür ist übrigens ja die EMO auch bekannt und dafür will sie ja auch stehen. Und ich glaube, das erwarten auch die Besucher. Okay. Die Messe ist vor allen Dingen auch für junge Menschen interessant und auch für Fachkräfte. Was wird es auf der Messe für Trends und Innovationen geben, um auch Fachkräfte nochmal neu zu rekrutieren oder zu begeistern? Vorstellung von Ausbildungsberufen zum Beispiel. Ja, also zunächst mal ist das ja Aufgabe der Unternehmen selber. Und die Anheuerung von Fachkräften findet natürlich in den Unternehmen und vor Ort statt. Hilft uns ja nichts, in Hannover Fachkräfte zu organisieren, wenn das Unternehmen aus Stuttgart kommt. Aber richtig ist, wir zeigen in der Breite die Ausbildungsberufe. Wir haben ja die VDW-Stiftung, VDMA-Stiftung, Nachwuchsstiftung Maschinenbau, wo wir junge Leute an den Maschinenbau ranbringen wollen und sehr konkret an ausgestellten Maschinen, an Programmieraufgaben etc. zeigen können, was mit den Fähigkeiten, die da erworben wird, dann später auch gemacht werden kann, wie Endprodukte aussehen etc. Und das wird von jungen Leuten, aber nicht nur von denen, sondern auch von den Ausbildern, von den Eltern, die dahin gehen, sehr wohl wahrgenommen und verbreitet sich hoffentlich entsprechend. Also das ist immer wieder ein sehr gut besuchter Stand. Und wer ihn mal erlebt hat, den Stand der Nachwuchsstiftung, der weiß, wie viel Arbeit da auch viel ehrenamtliche Arbeit dort von den Ausstellern eingesteckt wird. Messen Sie sowas eigentlich in Zahlen, dass Sie sagen, so ein Messebesuch, der Kontakt war danach so und so erfolgreich, zum Beispiel im Bereich Fachkräfte oder Ausbildung? Ganz klar messen Ja. das. Wir können jetzt nicht sagen, und der ist dann in den und den Beruf gegangen, aber wir können natürlich die Anzahl der jungen Leute, die auf den Stand kommen, die sich informieren etc., die versuchen wir schon festzuhalten. Okay. Die haben natürlich noch keine Visitenkarten, die haben natürlich noch kein Unternehmen, in das wir sie zuordnen können. Aber wir nehmen natürlich schon wahr, für welche Berufe sie sich interessieren und versuchen das dann auch im nächsten Schritt auszubauen. Ich möchte Ihnen noch mal 2 Fragen stellen zu der EMO. Wenn ich Messebesucher bin und mich kurzfristig entscheide, ich gehe doch nicht, was verpasse ich? Alles. Ihre Zukunft. Sie verpassen
das ist es eben. Die Emo ist ja jetzt nicht jede Woche, sondern sie ist alle 2 Jahre. Alle 2 Jahre, Und okay. es gibt wahnsinnig viele Unternehmen im Werkzeugmaschinenbau, die ihre Neuigkeiten auf die Emo terminieren. Also auch wir Okay. gehen hin und sagen, okay, also jetzt, das muss jetzt fertig werden, denn dann und dann ist Emo. Und dann wird es auch fertig und dann Okay. wird es auch präsentiert. So ein bisschen der Druck dahinter. Wenn ich überlege, ich will Aussteller werden auf der Emo und ich sage, ich mach's doch nicht. Was ist der größte Nachteil, wenn ich nicht Aussteller auf der Emo bin? Naja, langfristig fällt man aus dieser Innovationsfeld raus oder ein Stück zurück. Insofern freuen wir uns, wenn Innovatoren dann auch auf der Emo ausstellen. Wenn sie es nicht tun, dann verpassen sie etwas, nicht nur, weil sie selber vielleicht nicht ihre Kundschaft erreichen, sondern weil sie auch nicht sehen, was in ihrem Umfeld passiert. Ja, also ich gehe gerne über die Emo und gucke mir ja nicht nur Drehmaschinen okay. an, sondern ich gucke mir ja all die Maschinen an, die ich auch hier in der eigenen Fertigung nutze, um mein Produkt herzustellen. Und in der Breite, wie mir das die Emo bietet, kann ich das sonst nirgendwo sehen. Okay, ich habe gerade eingangs gesagt, die Emo wird 50. 50. Jubiläum. Gibt es irgendeine Besonderheit zum 50. Jubiläum? Ja, wir haben das Ganze angereichert mit sehr viel mehr als früher Vorträgen von Fachleuten aus der Automobilproduktion, aus der Robotik, aus dem Weltraumthemen. Also da geht's ja jetzt langsam auch los in Stückzahlen und auch mit sehr herausfordernden Teilen, wenn wir an SpaceX denken oder so. Und zu diesen Themen werden wir Vorträge hören von sehr versierten Personen. Und es wird die eine oder andere Veranstaltung geben auf der Messe, aber auch im Umfeld der Messe, die 50 Jahre Messe beleuchten. Schafft die Emo auch das 100. Jubiläum, also nochmal 50 Jahre? Themen sind schnell im Wandel. Ich glaube ja. Ob sie in diesem Format dann noch läuft, das ist eine ganz andere Frage. Aber dass die Emo als, wie soll ich sagen, Ausstellungs- und Kontaktmittelpunkt einer Technologie-Community Bestand hat, davon bin ich überzeugt. Bei den Werkzeugschleifmaschinen, die Sie präsentieren werden, gibt es auch was Neues, eine Veränderung, eine Verbesserung? Ich meine, Sie werden jetzt ja sagen, Sie haben es gerade gesagt. Ja, also wir haben ja zum einen eine ganz neue Maschine entwickelt, die wir auch nochmal verbessert haben, die werden wir auch ausstellen. Und zum anderen haben wir natürlich das Thema häufig ist ja Entwicklung inkrementell oder zumindest evolutionär und nicht revolutionär. Und ich glaube, dass wir sehr schöne Evolutionsschritte gemacht haben und die werden wir auch vorstellen. Und welche Branchen sprechen Sie auf der Emo an? Also wir hoffen, dass die Emo die breite Plattform bleibt, die sie immer war. Wir gehen jetzt nicht hin und sagen, damit adressieren wir die Automobilindustrie, sondern ob das jetzt Robotik, Automation, ob das Automobil oder Fahrrad ist, wir wollen sie alle erreichen und wir wollen ihnen zeigen, Menschenskinder, auch für dich haben wir was Schönes in petto und das ist unser Anspruch, den wir auf so einer Emo auch verwirklichen wollen. Ich höre das, ich bin jetzt schon neugierig. Haben Sie eine Kernbotschaft für die Messebesucher, wo Sie sagen, gibt es einen Claim oder eine Kernbotschaft? Ja, der Messeclaim ist ja gesetzt, aber ich glaube, für die Messe selber, also jetzt für mich als Generalkommissar, ist immer noch Messen bleiben auch regional gewichtet. Das heißt, es gibt Asienmessen, es gibt Amerikamessen, es gibt Europamessen. Es gibt nur eine Emo, es gibt nur eine Messe mit so vielen Innovationen wie auf der Emo. Und das ist eigentlich die Botschaft, die ich an alle Messebesucher oder gerade die noch nicht wissen, ob sie es werden wollen, senden kann. Und wenn du das Neueste sehen willst, dann musst du auf die Emo kommen. Ja, damit ist alles gesagt. Wenn Sie das Neueste sehen wollen zur Emo. Genau, ich würde gerne noch mal ein bisschen auf Ihr Unternehmen zurückkommen und zwar einmal um das Thema zu besprechen, Ausbildung Mitarbeiter. Sie beschäftigen 500 Mitarbeiter und haben einen Ausbildungsanteil von 10%.
Mir liegt persönlich fast da etwas am Herzen. Das ist mir nämlich direkt aufgefallen bei Ihnen. Und zwar geht es um das Thema Frauen in technischen Berufen, was Sie als Unternehmen fördern. Warum glauben Sie, dass Frauen heute auch für diese Branche geeignet sind? Ich glaube, die waren immer schon für die Branche geeignet. Sie haben sich aber selber nicht für die Branche entschieden und wir haben nicht genügend geworben. Und wir müssen heute, also wir gewinnen immer mehr junge Frauen, die dann den Beruf des Mechatronikers oder der Mechatronikerin ergreifen und die also auch die Lehre bei uns machen, jetzt nicht nur ein Studium abschließen und dann bei uns arbeiten, sondern auch tatsächlich bei uns die Ausbildung anfangen. Das ist einfach, man muss darauf aufmerksam machen und auch zeigen, dass heute ein technischer Beruf, selbst wenn es ein praktischer Beruf ist, nicht, wie soll ich sagen, mit dem Presslufthammer im Bergwerk Öl verschmiert, sondern dass das Präzisionstechnik ist und dass das mit Physis am wenigsten zu tun hat, sondern vor allen Dingen mit Innovationsgeist, mit Neugier, mit wie soll ich sagen, Sensibilität, viel mehr als mit Kraft. Okay. So ein bisschen das Thema Fachkräftemangel wird ja in Ihrer Branche auch ein Thema sein, vermutlich, ja. Was tun Sie, um neue Fachkräfte zu gewinnen, um Mitarbeiter zu halten vielleicht auch? Was gibt's aus Ihrer Sicht für Möglichkeiten, neue Mitarbeiter zu gewinnen? Also, Schütte war immer verwöhnt. Wir hatten einen guten Ruf als Ausbilder, den haben wir hoffentlich immer noch. Aber wir mussten uns nicht bemühen. Erst seit einigen Jahren, eigentlich seit der Corona-Zeit, müssen auch wir umdenken und sagen, gut, wir müssen in Schulen präsenter werden, wir müssen mehr werben aus Ausbildungsmessen und so weiter in Arbeitgeberverbänden mit den Gewerkschaften zusammen. Da haben wir ja ein gleichlautendes Interesse. Und das lernen wir auch gerade erst. Also was ist erfolgreich, welcher Weg, welcher ist nicht erfolgreich? Okay. Meine wie soll ich sagen, Grundthese ist immer noch und bisher bewahrheitet wir leben auch noch sehr stark von Generation zu Generation. Also ich bin in der 4. Generation, wir haben viele Mitarbeiter, die sind in der 4., 5. oder auch 3. Generation bei uns. Und wenn die uns ihre Kinder schicken und wir die ausbilden dürfen, dann ist eben die Chance groß, dass da auch gute Facharbeiter draus werden und dass die dann lange im Unternehmen. Ja. Richtig spannend finde ich bei Ihnen den Punkt, das ist mir jetzt ein paar Mal aufgefallen, dass Sie sagen, Sie wollen auch was dazulernen oder wir lernen besser zu werden oder Sie reflektieren sich, wo Sie sagen, das war in der Vergangenheit nicht gut, was können wir wirklich besser machen? Was glauben Sie? Sie bieten hier 5 Ausbildungsberufe an. Welche Fähigkeiten zieht sich über alle Ausbildungsberufe, die ich als Mitarbeiter bei Ihnen mitbringen sollte, wenn es um das Thema Lernen geht? Motivation. Neugier und Motivation. Alles andere bringen wir. Ganz toller Abschluss jetzt gerade zu diesem Kapitel, weil das finde ich sehr, sehr menschlich und sehr, sehr ehrlich, aber auch mal zu sagen, so, das können wir besser machen und wenn Mitarbeiter Motivation und Neugier mitbringen, den Rest liefern wir. Sehr schön, ja. Okay. Es gibt eine weitere Rubrik bei uns und das ist das CNC-Kochbuch. Kochen Sie selber, Herr Welker? Das hat mir meine Frau abgewöhnt, weil sie gesagt hat, das wäre so nicht verzehrbar, was ich koche, das geht nicht, aber nein, ich koche nicht, meine Frau umso besser. Aber das sind gute und klare Rollenverteilung. Aber gibt es bei Ihnen ein Lieblingsgericht, wo Sie sagen, das esse ich gerne, das macht meine Frau super gut und das ist auf den Punkt? Ja, das ist Kirschauflauf. Kirschauflauf? Ja, da gibt's ein uraltes Familienrezept, das hat meine Großmutter damals unsere Haushälterin beigebracht und die hat's meiner Frau beigebracht und wenn ich ganz lieb bin, dann kriege ich das. Meistens nur zum Geburtstag, aber sonst liebe ich sehr und mag ich sehr. Okay, Kirschauflauf gibt's das mittags oder abends? Also bei mir gibt's das auch schon zum Frühstück. Aber nein, das ist ja eine Süßspeise, also die kann man dann zum Nachtisch zu jeder Zeit quasi. Okay, wir haben noch mal 2 Fragen aus unserer Community. Welche technologischen Entwicklungen sehen Sie in den nächsten 5 bis 10 Jahren in der CNC-Branche? In der CNC-Branche? Also ich glaube, dass Simulation eine ganz wesentliche Komponente sein wird. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass wir
die Prozesskette, die Integration beziehungsweise die Automatisierung dieser Prozesskette, dass das auch einer der wesentlichen Treiber sein wird. Die Oberpunkte, wie soll ich sagen, Genauigkeit, Verlässlichkeit der Maschine etc., die werden bleiben. Es werden Punkte kommen aus dem, ich sag mal, klimatologischen Randbereich, Energieeffizienz, Servicierbarkeit, Wartbarkeit, Langlebigkeit, Recycelbarkeit. All diese Themen kommen auch noch, glaube ich aber nicht, dass die entscheidend sein werden für unsere Branche. Okay. Passt ein bisschen zur nächsten Frage, weil vermutlich hat die Firma Schütte ja auch Wettbewerb. Nee. Sie sind Monopolist, auch gut. Ja, vermutlich haben Sie Wettbewerb und auch international. Wie positionieren Sie sich gegen den Wettbewerb international, USA, Asien oder natürlich auch Deutschland? Also tatsächlich haben wir Wettbewerb im eigentlichen Sinne, wenn Sie jetzt mal die Meerspindler nehmen, kommt der Wettbewerb nur aus hochentwickelten Ländern, Italien, Schweiz, Deutschland etc., wo der Maschinenbau noch gepflegt wird. Er ist relativ überschaubar. Ich weiß, als ich angefangen habe, vor vielen Jahren, hatten wir so 30 Wettbewerber in der Welt. Heute haben wir nur noch eine Handvoll. Mit denen muss man sich natürlich auseinandersetzen. Und wir versuchen das durch clevere Lösungen, durch exzellente Maschinen, gute Unterstützung. Und bei uns kann man auch noch, hatte gerade ein schönes Erlebnis in Brasilien, wo mir einer mich dann furchtbar beschimpft hat, dass bei meinem Vater alles viel besser wäre und die Ersatzteilversorgung viel besser. Und dann der hatte schon ziemlich ins Schwimmen und dann zeigte er mir eine Maschine von 1923 und beschwerte sich heftig, dass er keine Ersatzteile mehr bekäme. Und er hat gesagt, alles verbrannt im Krieg. Nee, sagt er, stimmt nicht, ihr habt mich ja immer beliefert. Und also das ist für mich so ein Ding, das zeigt, selbst wenn der Kunde in diesem Fall unzufrieden war, Ja. wir stehen schon hinter unserem Produkt und unterstützen es eben auch langjährig. Okay. Herr Wecker, würden Sie sagen, Sie haben auch ein bisschen eine Verpflichtung Ihren Kunden? Höre ich raus? Das ist eine Verpflichtung für Sie? Wer sich einen Meerspindler kauft, der kauft den nicht für 5 Jahre und tut ihn dann in die Ecke. Dazu sind die Dinger auch viel zu teuer. Ja. Sondern das ist eine Heirat und der Bräutigam muss seine Pflicht erfüllen. Okay. Auch ein schönes Bild, wenn ich mir vorstelle, ich heirate diese Maschine. Nein, wir heiraten unseren Kunden oder umgekehrt. Ich verstehe schon, aber schöne Überleitung eigentlich. Die Verpflichtung und Ihrem Kunden gegenüber, vielleicht auch eine Hochzeit, wie auch immer. Ich bin begeistert. Sagen Sie mir bei der Firma Schütte vielleicht mal 3 Attribute auf den Punkt. Wofür steht Ihre Firma? Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Innovation. Und Sie sind natürlich auch lange Kunde bei der CNC Arena. Da geht es auch ein bisschen um das Thema Social Media. Wie stehen Sie zu den neuen sozialen Medien? Na, eigentlich bin ich offen. Ich tummel mich nur nicht wirklich in ihnen. Also gibt so ein paar Medien, die ich nutze, aber in Wirklichkeit bin ich eher wenig darin unterwegs. Okay, aber Sie sind offen und sagen, ist die neue Zeit und bis hin auch zur Personalakquise und sonst was. auf jeden Fall. Das müssen Sie heute bespielen. Das geht gar nicht anders und auch so ein Podcast ist ja Teil eines solchen Formats, wo wir vor 15 Jahren gar nicht dran gedacht hätten. Ja, aber also super spannend, was Sie jetzt erzählt haben. Ich nehme total viel mit und muss gleich erst noch mal über das eine oder andere nachdenken. Genau, aber Sie sind seit 10 Jahren Premium-Mitglied bei der Industry Arena und wir haben Ihnen da auch was mitgebracht. Sie sind kunstinteressiert und hängen sich, glaube ich, ganz gerne was auf. Vielen Dank. Das ist von uns ganz viel Freude damit. Ich hoffe, Sie finden einen guten Platz in Ihrem Büro Finden wir. oder wo auch immer. Von uns eine kleine Urkunde Vielen Dank. als Zeichen Wertschätzung und für eine erfolgreiche langjährige Zusammenarbeit. Dann gibt's noch was. Wir verlosen nämlich ein Gastgeschenk von Ihnen. Ja, super. Genau, und zwar diesen Rucksack hier. Den können unsere Community-Mitglieder gewinnen. Ah ja, fast schütteblau.
Also ich finde der ist schon echt richtig cool. Es wird noch eine Frage nachher geben, die müssen die Community-Mitglieder beantworten. Und ich habe mir vorhin hier das noch zeigen lassen. Jetzt muss ich mal gucken, wie der aufgeht. Hier ist noch was drin. So, da gibt's auch noch eine Verbindung. Farina Eau de Cologne. Wollen Sie noch 2 Sätze sagen, woher kommt die Verbindung und was ist das überhaupt? Ich darf es jetzt, glaube ich, nicht aufmachen. Das ist, doch. Hochgott, Farina ist eine tolle Geschichte. Das ist, eines der ältesten Unternehmen in Deutschland. Es ist eine, wenn man so will, Parfümfabrik und es ist ich kann es nur jedem empfehlen, es gibt ein Farina-Museum im Stadtzentrum. Es ist Hier in Köln? Hier in Köln und da wird beschrieben eine familiäre Auseinandersetzung zwischen den Mühlens und den Farinas. Mühl ist es 4711, Farina ist Eau de Toilette Farina, über 300 Jahre Rechtsstreit, die erste Marke, das erste Patent, der erste Rechtsschutz, das kann man alles in einem Museum dort sehen. Es ist fantastisch. Und es ist eben bis heute ist die Bergamotte, die dort verarbeitet wird noch tatsächlich genau so verarbeitet wie damals. Ist ein ganz eigener Duft, von dem angeblich Napoleon, nicht angeblich, sondern das ist dokumentiert im Rheinisch-Westfälischen Archiv, von dem Napoleon, ich glaube, 60 Flaschen pro Monat bestellt hat, um sich die über den Kopf zu gießen. Wahnsinn. Also spannendes Produkt, riecht total gut und der Rucksack, das können unsere Community-Mitglieder gewinnen. Herr Welker, vielen, vielen Dank für diese tolle Unterhaltung. Ich bin begeistert und ich spüre vor allen Dingen bei Ihnen diese Neugier im Kopf, Dinge zu bewegen. Sehr, sehr spannend. Ja, vielen Dank. Ich bedanke mich. Vielen, vielen Dank. Und jederzeit wieder. Ja, also ich finde, es gibt noch ein paar Themen. Wie geht das noch schneller?